Werkstattschau. Hier im Museum bauen wir Flugzeuge, restaurieren Autos und Motorräder, feilen, schweißen, hämmern, klopfen, wundern uns, schweißen und hobeln weiter. Und wo gehobelt wird, so sagt man, fallen Späne. Und die sollt ihr hier sehen können. Folge 10. Heute Holmbau Fokker D7. Propeller für einen 110 PS Umlaufmotor. Zu Hilfe! Uns fällt das Dach auf den Kopf. Und hier ist das Flugzeug, um das es geht. Die Engels E3. Ein Nachbau der Fokker D7. Dieses spezielle Flugzeug habe ich damals im Auftrag für The Vintage Aviator Limited in Neuseeland gebaut. Das Flugzeug wurde auftragsgemäß abgeliefert, unbespannt und ohne Motor. Die Fertigstellung wurde dann von Fred Murrin in den Vereinigten Staaten übernommen. Hierzu gibt es eine nette Geschichte unter dem Titel Der Herr der Dinge, die ihr als PDF auf unserer Facebook-Seite herunterladen könnt. Hier könnt ihr dieselbe Maschine noch einmal bei mir in der Werkstatt in Schorndorf sehen. Und genau so ein Flugzeug entsteht bei mir gerade wieder. Und uns geht es jetzt speziell um den Flügelbau. So, endlich geht es an den Holmen der Fokker D7 weiter. Die wollen wir ja mittlerweile zudeckeln. Zum Zudeckeln ist zu sagen, der Holm im Rohbau wird an den Außenkanten mit 2 mm Sperrholz beplankt. Und natürlich wächst kein Baum so groß und gerade und keine Sperrholzplatte kann so groß gebaut werden, dass sie die 8,90 Meter unseres Holms komplett abdeckt. Das heißt, wir haben einzelne Platten, die wir zuschneiden müssen. Und natürlich gibt es da Stoßstellen. Die Stoßstellen dürfen ja nicht stumpf sein, wir brauchen ja eine kraftschlüssige Verbindung. Das erzielen wir mit Schäftungen. Also bevor wir den Holm zudeckeln können, müssen wir ihn schäften. Eine Schäftung sieht so aus. Hierzu wird die Sperrholzplatte in einem gewissen Winkel abgehobelt. Viele schleifen das. Ich bin bei Leimverbindungen, das wird anschließend geleimt, noch nie ein Freund davon gewesen, irgendetwas zu verschleifen, weil der Schleifstaub, der macht nämlich die Holzzellen dicht. Hebt in den meisten Fällen auch, aber eben nicht so gut, wie wenn man es hobelt. Wenn man Holz hobelt, zerteilt man die Holzzellen. Und der Leim oder Klebstoff, den man auch verwenden mag, wie auch immer, hat jetzt die Möglichkeit, in die Holzzellen einzudringen, was eine geschlossene Verzahnung gibt. Und das erst macht die Verklebung oder Leimung entsprechend fest. Und dazu wollen wir eben jetzt mit dem Handhobel diese Schäftungen herstellen. Das machen wir jetzt, da kommt er mit, das zeige ich euch im Einzelnen, wie das geht. Zum Schäften. Ich schäfte prinzipiell auf einer geraden Unterlage. Wenn sich nämlich mein Holz, das ich schäften möchte, durchbiegt, macht das keinen Sinn, dann kriege ich ja keinen geraden Schnitt hin. Also die Holzplatte. Ich habe mir vorher die Breite angezeichnet, in der ich die Schäftung machen will. Ich mache prinzipiell 1:25, das heißt, wenn ich ein 2 mm starkes Sperrholzbrettchen habe, dann ist der Winkel, in dem ich in das Holz hineinhoble, 25 mal größer als diese 2 mm. So. Meine
Holzplatte wird dann mit einem Holzklotz, den ich als Führung benutze für meinen Hobel, einmal fest an meinen Hobeluntergrund geklemmt. Beim Hobeln entstehen natürlich Drehmomente, das heißt, mein Holzstück will sich wegdrehen. Aus dem Grund nehme ich eine zweite Platte, klemme es damit hinten auch noch fest. Mein Hobel ist natürlich scharf und so fein eingestellt, dass er vielleicht ein halbes Zehntel an Holz jeweils wegnimmt. Einfach ansetzen und zack. So, die letzte Lage lassen wir stehen und schon ist unsere Schäftung fertig. Kommt her, ich zeige es euch. So, nachdem unsere Schäftungen jetzt vorbereitet sind, können wir damit beginnen, den Holm zuzudeckeln. Noch eine Bemerkung vorab. Es stellt sich ja immer wieder die Frage, was nehme ich denn für Leim oder für Kleb, um meine Flugzeuge zu machen. Früher war es Caseinleim, Milcheiweißprotein. Heute gibt es verschiedene modernere Leime. Es geht das Gerücht, dass das Luftfahrtbundesamt für den Eigenbau von Flugzeugen nur den Aerodux erlauben würde. Das stimmt so nicht. Der Aerodux ist allerdings der einzigste Holzkleber, den das Luftfahrtbundesamt ohne großes Nachfragen akzeptiert und zertifiziert hat. Das LBA kennt seine Eigenschaften. Wer ihn verwendet und ordentlich verarbeitet, der wird damit keine Probleme haben. Prinzipiell heißt es in den Vorschriften, dass Leime zu verwenden sind, die für den vorgesehenen Zweck geeignet sein sollen. Wenn man etwas anderes als den Aerodux verwenden möchte, dann obliegt es einem selbst, den Nachweis zu erbringen, durch Leimproben, durch Zerreißproben, ob denn nun dieser Kleb, den man an jener Stelle verwenden möchte, für den Zweck tatsächlich geeignet ist oder nicht. Dieses Flugzeug ist meine Fokker D7. Für sie ist keine Zulassung mehr angestrebt. Das heißt, mit was ich die im Endeffekt klebe, ist völlig wurscht. Ich verwende aber einen 2-Komponenten-Harz, der sich bei The Vintage Aviator Limited in Neuseeland bewährt hat, der dort für fliegende Flugzeuge verwendet wird, den ich auch schon im Zulassungsverfahren fürs LBA hier hatte, was ich dann aber wieder abgebrochen habe, als ich aufgehört habe, kommerziell Flugzeuge zu bauen. Dieser Harz von West Systems, den werde ich auch hier verwenden. Von der Vorgehensweise ist es so, der Harz wird angerührt, beide Teile werden damit eingestrichen. Man kann dann Baumwollflocken zugeben, wenn die Gefahr besteht, dass man irgendwelche Stellen hat, die Hohlräume beinhalten sollen. Was gelegentlich vorkommen kann, aber was nicht angestrebt wird natürlich. Man will ja eine vernünftige Fläche haben, auf der geleimt wird, was hier der Fall ist. Ich werde also wahrscheinlich keine Baumwollflocken beigeben müssen. Ja, und auf den Beplankungsbrettern an sich habe ich mir meine Nagellinien schon angezeichnet. Das heißt, ich weiß genau, wo ich von außen meine Nägel setzen muss, damit ich hier natürlich nachher meine Holmgurte auch treffe. Ist ja Grundvoraussetzung, sonst hält das nicht. In den 30er Jahren ist man dazu übergegangen, mit Nagelleisten zu nageln. Das heißt, man hat Holzleisten aufgelegt, hat durch die hindurch genagelt und später mit den Holzleisten die Nägel wieder entfernt. Während dem Ersten Weltkrieg hat man das nicht gemacht. Man hat die Nägel genommen, es waren Eisenstifte, hat die eingeschlagen und hat die auch drin gelassen. So mache ich das auch, nur dass ich keine reinen Eisennägel verwende, ich verwende vermessingte. Dann legen wir mal los. Zunächst werden also die Teile, beide Teile jeweils dünn mit dem Harz eingestrichen. Man wird es vermutlich nicht sehen, aber die Oberfläche ist mit dem Zahnhobel behobelt. Das heißt, man hat die Oberfläche entsprechend vergrößert,
um eine höhere Bindefestigkeit und Oberfläche zum Leimen zu bekommen, beziehungsweise in dem Fall zum Harzen. Leim ist es ja keiner. Beide Teile beidseitig einstreichen. Wenn es Fehlstellen haben sollte oder man ungenau gearbeitet hat, dann wäre es ratsam, mit Baumwollflocken das Ganze zu ergänzen, um eventuelle Spalten überbrücken zu können. Aber natürlich sollten überhaupt gar keine Spalten vorhanden sein. Zum Nageln selbst sei noch eins erwähnt. Ich persönlich achte immer darauf, dass ich meine Nägel nicht senkrecht ins Holz schlage, sondern den einen so, den anderen so, den nächsten so. Der Grund liegt einfach darin, wenn ich die Nägel alle senkrecht reinziehe und aus irgendeinem Grund kommt eine Last auf die Nägel, die sie herausziehen möchte, dann flutschen sie einfach nach oben raus. Wenn sie kreuz und quer drin hängen im Holz, dann verzahnt sich das. Eine solche Nagelung hebt immer, auch wenn kein Leim dazwischen sein sollte. Hier ist natürlich Leim dazwischen, ist klar, aber ich meine jetzt generell gesprochen, mache ich das immer so, wenn ich irgendwas nageln tue. Und so halt eben auch bei meinen Holmen. Wenn ich meine Nägel also schräg ansetze und so schräg hineinklopfe, dann hat das seinen Grund. So geht es jetzt Nagel für Nagel durch den Holm. Gelegentlich werde ich gefragt, was denn mit krummen Nägeln wäre. Ja, hier ist es mir noch nicht passiert. In den meisten anderen Dingen, die ich nagel, passiert es mir auch nicht, aber es kommt schon vor. Wir sind alles nur Menschen. Dann wird der Nagel eben krumm, dann wird er reingetrieben, bis er fest ist. Und so ist es dann nun mal. Deswegen wird kein Flugzeug weggeschmissen. Weder jetzt noch damals im Krieg im Deutschen Reich. Es kam vor, es passiert. Es gibt sogar Werksaufnahmen, die sowas zeigen. Hier zeige ich euch jetzt ein schönes Werksfoto, auch Flügel der Fokker D7 mit einem krummen Nagel. Ist halt so. Passiert. Schäftungen sind alle so angeordnet, dass sie auf einem dieser Querschotten, dieser Druckelemente zu liegen kommen, wo später auch die Rippe auf dem Holm sitzt. Das gibt natürlich zusätzliche Festigkeit. Erstens, weil ich jetzt, wenn ich die Schäftverbindung herstelle, durch das Nageln auf einem festen Untergrund und durch das spätere Pressen mit einem Beilagestück eine entsprechende Verbindung bekomme zwischen dieser Holzplatte und jener Holzplatte, ohne dass die beim Pressen unten drunter nachgeben würde. Zum anderen wird es durch die Flügelrippe, die ja auf dem Holm aufgeschoben wird, zusätzlich noch gehalten. Es kann nicht mehr auseinandergehen, egal was passiert. Ja. Moderne Zivilisationen. Eine ihrer größten Errungenschaften ist Papierkram. Der Flügel ist zwar nicht für eine Zulassung vorgesehen, aber auch hier muss ich natürlich meine Leimproben machen, weil ich weiß ja nicht, was mit dem Flugzeug mal irgendwann passiert. Eventuell möchte es mal jemand zulassen und dann sollten wenigstens die Dokumente da sein, die es ihm ermöglichen. Daher sämtliche Leimproben, sämtliche Anrührungen, sämtliche Becher werden natürlich alle protokolliert. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich.
So, der ganze Holm ist genagelt und die Schäftung mit Beilagen und Schraubzwingen gepresst. So, nun noch ein paar Worte zu den Leimproben, wie ich sie anfertige. Zunächst wird im Becher selbst geprüft, ob das Mischungsverhältnis des Harzes gestimmt hat, indem man den darin gelassenen Rührstock einfach herausbricht. Wenn er so herausbricht wie hier, kann man davon ausgehen, das Harz hat ordentlich abgebunden. Ansonsten habe ich 3 weitere Leimproben fürs Archiv und außerdem eine Protokollierung mit Nummer der Anrührung und dem jeweiligen Bauteil, in dem es verbaut wurde, auf Papier. Der einseitig zugedeckelte Holm kann dann aus der Bauschablone genommen werden und innen kann geprüft werden, ob die Leimungen wirklich alle so sitzen, wie sie sein sollen. In der Regel spricht ja nichts dagegen, aber Kontrolle ist besser wie Nachsicht. Ich drehe den Holm jetzt mal um, damit ihr sehen könnt, wie der innen aussieht. Und so sehen die fertigen Schäftungen aus. Und da der Holm symmetrisch ist, passt er umgedreht genauso in dieselbe Bauschablone. Und da wird er jetzt wieder hineingelegt. Dann können die Vorbereitungen getroffen werden, die noch offene Seite ebenfalls zuzudeckeln. Hierzu muss auf der gegenüberliegenden Seite, wo der neue Deckel drauf soll, erstmal alles plan und rechtwinklig gehobelt werden. Das bezieht sich hauptsächlich auf übergequollenen Harz. Natürlich wird hier laufend geprüft, ob es auch wirklich plan ist, was man da macht. Schnell ist der Hobel mal abgerutscht, das sollte nicht passieren. Die Vierkantleisten zur Verbreiterung der Auflagefläche der Sperrholzbeplankung werden eingepasst. Und freilich wird auch hier nach dem Aushärten des Harzes jeder überschüssige Harz mit dem Zahnhobel abgezogen. Dann kann die Sperrholzbeplankung zugeschnitten und natürlich auch wieder geschäftet werden. Das Spiel beginnt von vorn. Doch vor dem endgültigen Verschließen wird der Holm innen mit Bootslack dreimal versiegelt. Dasselbe macht man auch auf der umgekehrten Seite, also der Innenseite der eigentlichen Sperrholzbeplankung. Hier wird angezeichnet, wo die ganzen Stege und Füllklötze sitzen, und der freie Bereich wird mit Bootslack versiegelt.
Und auch hier wieder harzen, nageln, fertig. So, der durchgehende vordere Hauptholm im Oberflügel der Fokker D7 wird damit vom bautechnischen her fertig. Allerdings, wir haben ja die Rippen, die da drauf müssen. Und die Rippen, die folgen hier einer gewissen Kontur oben und unten. Der Holm, so wie er jetzt gebaut ist, ist rechteckig. Da passt die Rippe nie drüber. Das müssen wir im nächsten Schritt auch noch anpassen. Warum das so ist und wie das zusammenspielt, zeige ich euch kurz extra nochmal auch an der 1:1 Zeichnung. So, in unserer Bauzeichnung für den Holm haben wir jetzt einen Vermerk stehen und der heißt Rippenkontur direkt anpassen. Den Kastenholm haben wir in unserer Schablone rechteckig gebaut. Oben und unten 90 Grad Winkel. Wir müssen jetzt aber das der Rippenkontur anpassen. Die Rippe hat ja ihre Rundung oben und unten. Dass das genau auf den Holm passt, muss der Holm oben schräg abgehobelt werden. Den Höhenunterschied können wir der Zeichnung entnehmen. In dem Fall sind es 8 mm. Das reißen wir uns am Holm an. Dafür haben wir hier so einen schönen Höhenreißer. Der hat sogar eine Skala. Da können wir also das Maß einstellen. Unsere 8 mm Höhenunterschied von Anschlag bis Reißnagel. Das können wir dann ansetzen. Einfach eine Markierung ziehen. Dass wir den Holm jetzt angekratzt haben, interessiert keine Sau, weil bis dahin hobeln wir sowieso runter. Und wer genau aufpasst, wird sehen, unsere Nagellinie, die haben wir vorher so platziert, dass sie unterhalb zu liegen kommt. Das heißt, wir hobeln nachher auch nicht in unsere Nägel hinein. Den Vorgang des Abhobelns zeige ich euch in der nächsten Werkstattschau. Für heute machen wir mit dem Holmbau Schluss. Weiter geht's ein bisschen mit Propellerbau, dass ihr da auch mal einen Einblick bekommt. Der handwerkliche Teil des Propellerbaus beginnt immer damit, die Bretter auf die richtige Dicke zu hobeln. Anschließend werden mittels Schablonen die Konturen der einzelnen Lamellen auf die Bretter übertragen. So, und damit ihr mal seht, wie die Form der Lamellen herauskonstruiert wird aus der 1:1 Zeichnung, die sind ja nicht willkürlich so, dachte ich mir, ich zeige euch das Ganze mal an der 1:1 Zeichnung mit den Lamellen, die ich dann auch angefertigt habe. Da ist das schön anschaulich. Die Form der einzelnen Lamellen ergibt sich zwangsläufig, und zwar aus der Steigung des Propellers und der Lage der einzelnen Profile in den jeweiligen Lamellen selbst. Es gibt Punkte, wo diese Profile ans Tageslicht treten an den Lamellen. Das heißt, dieser Punkt hier von Profil Nummer 1 korrespondiert in der Höhe der Stärke der ersten Lage mit diesem Punkt. Und genauso Profil Nummer 2, etwas weiter innen liegend, tritt genau an diesem Punkt ans Tageslicht. Das wäre dann in diesem Fall jener Punkt. Lamelle Nummer 3, 4, 5, 6 und 7.
Und so gilt das für jedes Profil. Und anhand dieser Profilschnitte im Propeller lassen sich einzelne Schablonen anfertigen. Das sieht dann so aus. Und mit diesen Schablonen kann man nachher am fertigen Propeller arbeiten. Und so hat jede Profilform ihre eigene Schablone. Ich hoffe, das hat euch die Sache etwas verständlich gemacht. Und so können die Formen der einzelnen Lamellen auf die Holzbretter übertragen werden. Meine Schablonen sind immer nur halb. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich die Mittellinie des Propellers einhalte. Hierzu werden sie in der Mitte festgenagelt und dann einfach nur um den Nagel herum gedreht. Das gleiche Spiel wiederholt sich jetzt bei allen Lamellen. Hier nochmals die einzelnen Schablonen und so, wie die Lagen nachher im Propeller zueinander liegen. Dann werden die einzelnen Lamellen aus den Brettern ausgesägt. Entweder mit der Stichsäge oder mit der Bandsäge. Je genauer man hier arbeitet, umso weniger hat man nachher an Nacharbeit am Propeller zu leisten. Schneidet man die Schablonen zu klein oder in die Linie hinein, hat man nachher ein Problem, weil das Profil des Propellers dann nicht mehr gewährleistet werden kann. Und so sieht es dann aus, wenn die fertig ausgesägten Lamellen aufeinander zu liegen kommen. Hier die Unterseite und umgedreht die Oberseite. Mit dem feinen Zahnhobel wird anschließend die Oberfläche behandelt. Dies ebnet diese ein und außerdem vergrößert es die Oberfläche für die später folgende Verklebung. Aufgabe unseres Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte ist ja auch die Weitergabe des handwerklichen Wissens. Es freut mich daher ganz außerordentlich, dass unser neuer Freund Martin Hensler regelmäßig bei uns auftaucht und mitarbeitet.
Das Verleimen der Lamellen miteinander ist dann der nächste Schritt. Dies wird einzeln vorgenommen, also nicht im Paket. Zur Zentrierung dient ein einfaches Gewindestück, das genau dort sitzt, wo die Schablonen in der Mitte mit dem Nagel festgehalten wurden. Zur Verleimung werden die Lamellen nochmal aufeinander gelegt und ihre Kontur auf der jeweils nächstfolgenden angezeichnet. Da weiß man genau, wo der Leim hin soll. Das Thema mit der Verklebung, der Verleimung und den zu wählenden Klebstoffen oder Leimen haben wir schon im ersten Teil dieser Werkstattschau, was den Holmbau betraf, besprochen. Auch für den Propeller verwende ich in diesem Fall, wieder von West Systems, das Zwei-Komponenten-Harz. Die Vorgehensweise ist hierbei wie bei allen Holzteilen: erst werden beide Hälften mit dem Harz eingestrichen. Anschließend können Baumwollflocken zugeführt werden, die übrigens nicht nur dazu dienen, etwaige Fehlstellen auszufüllen, sondern das Harz auch aufnehmen und unter Pressdruck im Laufe der Aushärtezeit wieder freisetzen. Und so sieht der fertig geklebte Propellerrohling dann aus. Jetzt erfolgt die weitere Verarbeitung. Jetzt wird zunächst alles Überstehende entfernt. Grobes Werkzeug kommt zum Einsatz, der Stechbeitel zum Beispiel. Man kann es auch hobeln und komplett schleifen, aber so geht es am schnellsten. Allerdings muss man aufpassen, weil man so gerne in das Holz hineinreißt. Das sind natürlich langweilige, wiederholende Szenen, aber so ist die Arbeit nun mal. Und schnelle Blickwechsel könnt ihr haben in einem verkorksten Hollywood-Film. Ich will euch ja zeigen, wie das funktioniert und wie der Zeitaufwand auch ist. Also auch ein bisschen in Echtzeit. Müsst ihr schon ein bisschen Geduld mitbringen. Dann geht's los mit der Ausarbeitung der Profile. Dies macht man anhand der Profilschablonen in den festgelegten Abständen. Lage und Position der Schablonen am Propeller selber werden direkt dort abgenommen. Und auch hierbei gilt natürlich derselbe alte Spruch: mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Langsam tastet man sich an die Profilform heran. Alle 10 cm eine Profilschablone. Und wenn die herausgearbeitet sind, wird im nächsten Arbeitsgang der Zwischenraum entfernt. Auch zuerst grob, dann mit der Raspel, Feile,
Schleifpapier, Ziehklinge etc. Und so sieht die Oberseite des ersten Blattes aus, nachdem sie grob ausgearbeitet wurde. Und schon ist wieder eine Woche vorüber und wieder ist Martin hier. Er freut sich auch, mitarbeiten zu können. Begreifen, anfassen, verstehen. Das sind unsere Ziele. Den historischen Flugzeugbau erhalten und das handwerkliche Wissen weitergeben. Das sind unsere Aufgaben. So, so schafft man sich langsam ran. Ja. Fast schon gut. Das sieht gut aus, ja. Und dann ist ja Handarbeit. Und wenn du Handarbeit hast und du arbeitest die Rippenprofile einzeln raus, dann hast du ja den großen Nachteil, dass jedes Profil nachher Hand angesetzt zwar passt, aber du brauchst ja die Übergänge zwischen den Profilen auch noch. Ja. So, und das ist wichtiger wie das Profil selber. Ja, das heißt, ob dein Propeller nachher, wenn er fertig ist, wirklich hundertprozentig mit jeder einzelnen Profilschablone übereinstimmt, ist in Handarbeit gar nicht gewährleistet. Nee, Das ist du aber musst auch ja nicht- nachher Das ist aber auch nicht wichtig. einen Übergang haben. Richtig. Wichtig ist, dass jedes Profil nachher dieselbe Steigung hat. Die 2,20 Meter im Umlauf. Aber ich glaube, du mal die kannst du gewährleisten, oder? In Handarbeit nicht hundertprozentig. Ja. Aber wir versuchen schon so akkurat wie möglich zu arbeiten. Ja, klar. Es muss halt Einfach- nachher einfach- auch was gleich aussehen Ja, und funktionieren. und funktionieren. Ja. Und je näher man an das Endresultat kommt, umso feiner werden die Werkzeuge. Hier ein ganz fein eingestellter Hobel. Das Schöne an diesen von der Firma Axial gebauten Propellern, wie die zum Beispiel am Fokker 3-Decker verwendet wurden oder auch an der Fokker D7, ist die Tatsache, dass sie bautechnisch relativ einfach von Hand herzustellen sind, weil sie gerade Nasenkanten haben und gerade Hinterkanten. Diese können mit dem Hobel ziemlich akkurat plan gezogen werden. Andere Luftschraubenhersteller benutzten geschwungene Formen. Die sind von Hand herauszuarbeiten etwas aufwendiger und für einen Anfänger, der zum ersten Mal einen Propeller bauen möchte in Handarbeit, nicht unbedingt zu empfehlen. So, nun sind die Oberseiten des Propellers ausgearbeitet. Zumindest mal grob. Der Feinschliff erfolgt natürlich nachher noch beim Ausbalancieren. Das zeige ich aber in der nächsten Werkstattschau, weil jetzt muss ich zuerst die andere Seite ja auch noch so weit bringen wie die Oberseite. Da müsst ihr nicht zugucken. Es ist dasselbe Spiel, selbe Vorgehensweise. Ich arbeite im Stillen für mich weiter. Wenn ich soweit bin, komme ich in der nächsten Werkstattschau und zeige euch die anderen Details dann. Also, bis dahin, viel Spaß!
German Fighter Aircraft of World War I bei Mark Wilkins. Sehr schönes Buch. Sehr viel Hintergrundinformation über die Entwicklung der Flugzeuge. Ja, Luftfahrtgeschichte, Luftfahrttechnik. Erhaltenswert, erforschenswert, interessant. Oh, schaut mal. Den habe ich gebaut. Das ist mein Flugzeug, fliegt bei die Australian Vintage Aviation Society in Australien. Soll 2030 wiederkommen, ist eine Leihgabe. Das bringt mich zu einem Thema, das ich mit euch mal besprechen möchte. Viele genießen, was ich mache. Viele begeistert, was ich aufbauen will. Aber ich habe ein ernsthaftes Problem. Und das Problem ist, mir fällt das Dach auf den Kopf. Das geplante Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte hier in Weschenbeuren hat zwar einen Standort, wir haben auch eine Werkstatt, aber wir haben ein sehr marodes Dach. Und der Platz sowie die Aufteilung der Gebäude momentan ist, verhindert, dass wir die Flugzeuge aufbaut zeigen können. Das heißt, wir haben nicht genügend Räumlichkeiten, um die Flugzeuge aufzubauen und dort auch stehen zu lassen. Nur an schönen Tagen können wir sie mal rausrollen in die Sonne und zusammenstecken. Wir würden sie aber gerne aufgebaut zeigen und aus dem Grund würden wir das marode Dach, das unsere beiden Hallen momentan deckt, beziehungsweise nicht mehr ganz dicht deckt, gerne durch eine Überspannung über den Hof ergänzen und dadurch auch erneuern. Wir suchen also jemanden, der Geld hat, dem unsere Arbeit gefällt und der uns so ein Dach über den Hof spannen möchte. Wir wollen kein Geld, wir wollen das Dach. Wie das Dach gemacht wird, ist die Sache dessen, der sich da einbringen möchte. Es gibt Möglichkeiten im Tausch, Flugzeug gegen Dach. Man kennt es auf unserer Internetseite. Die Fokker E3, die wir hier gerade gesehen haben im Bild. Vielleicht finde ich sie gerade noch mal. Ja, hier. Die fliegt in Australien, die soll 2030 wiederkommen. Insgesamt sind es 3 Flugzeuge, die nach Australien ausgeliehen sind. Man kann darüber nachdenken, die dann, wenn sie in Deutschland sind, in die Obhut jemandes zu geben, der sie betreiben darf, im Tausch für das Dach auf Lebenszeit. Kann man verhandeln, ist alles machbar, nur muss man jemanden finden, der das machen möchte. Ich zeige euch mal eben das Dach, ich zeige euch, was uns vorschwebt, wenn ihr jemanden kennt, der Geld hat, dem unsere Arbeit gefällt und der unsere Arbeit durch ein Dach unterstützen will. Dann leitet das Video weiter. Wenn Sie selber jemand sind, der genug Geld in der Tasche hat, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Schauen wir mal. So, und das sind unsere Gegebenheiten der Gebäude vor Ort. Links im Bild der Teil, der unsere Werkstätten beinhaltet. Rechts im Bild der andere Teil, in dem unsere Ausstellung untergebracht ist. Wir würden das gerne miteinander verbinden, indem wir den freien Hof dazwischen mit einem dritten Giebel überspannen würden. Und die Formulierung, dass uns das Dach auf den Kopf fällt, war in dem Fall kein Wortspiel, sondern bittere Realität. Hier liegt ein Stück Dachziegel und von da kam's. Ganz und äußerst optimistisch gebe ich dem Dach maximal noch 5 Jahre. So, das ist also die momentane Situation draußen vor Ort am Dach selbst. Und hier ist, was entstehen soll, was wir im Kopf haben. Das Museum soll sich orientieren an den Originalhallenbindern, wie sie damals bei Fokker in Schwerin auf dem Flugfeld in Görries vorhanden waren. Wir haben die originalen Bauzeichnungen. Die kann ich euch gleich kurz einblenden. Und basierend auf diesen Bauzeichnungen haben wir den neuen Entwurf gemacht. Das sind also die Binder in der originalen Konstruktion. Das sind die beiden Hallen im Ist-Bestand. Das ist das Dach, das wir in dieser Binderkonstruktion darüber spannen wollen. Außerdem, straßenseitig, möchten wir dem Ganzen so eine Gaube verpassen, dass wir also auch eine Bindung in Richtung der optischen Gestaltung der Fokker Werkshalle selbst haben. Wir wollen das Museum also schon so aufbauen, dass ein historischer Bezug besteht. Wenn sich jemand findet, der uns dabei helfen möchte, sprecht mich an über die Internetseite
über Internet oder per Telefon. Die Telefonnummer steht ja auf der Internetseite. Wir würden uns freuen. Dann geht was vorwärts. Und das war sie auch schon wieder, die Werkstattschau des Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte in Weschenbeuren. Besuchen Sie uns doch mal. Jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Weschenbeuren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.